Guten Morgen, Leute. Heute gibt es einen Vlog aus Dubai. Wir gehen mit euch ein bisschen shoppen. Ich zeige euch die Preise hier. Und natürlich zuerst Frühstück. Wer kann sich noch an das Café Paul erinnern? Das gibt es auch natürlich in Europa. Aber hier in Dubai sieht es ganz schön aus. Guck mal nämlich, wo wir sitzen. Und das ist alles in einem Shopping Center. Könnt ihr euch das vorstellen? Den Maßstab von einem Shopping Center einfach. Die anderen Räume werde ich euch auch gleich zeigen. Das ist einfach nur verrückt. Meine Lieben, so sieht das Frühstück heute bei mir aus. Guck mal, was für ein Baguette. Wie schon gesagt, heute gibt es Frühstück in Paul. Sieht mega lecker aus. Hier noch ein Cappuccino. Hier haben wir einen Croissant Salmon Cappuccino und zum Nachtisch. Also, Paul befindet sich in so einem schönen Raum. Da kann man sich auch noch ein paar Desserte aussuchen. Frühstück für 2 Personen hat jetzt 221 Dirham gekostet. Das sind ca. 50 Euro. Nicht besonders günstig, aber ich bin jetzt, Leute, bei H&M. Möchte mir was kaufen, gucken, was es hier gibt und wie die Preise hier aussehen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es hier teurer ist, vielleicht sogar etwas günstiger. Also zum Beispiel das Kleidchen hier kostet 79 Dirham. Sehr stylisch. Kostet 99 Dirham. Ich habe mir übrigens gestern solche Sandalen geholt. Ich finde, die sind super bequem und die haben etwa 100 Euro gekostet. Aber ich finde die cool. Ich finde, bei H&M gibt es ab und zu mal gute Sachen und ich habe mir aber sogar was geholt, nämlich aus dem Unterwäschebereich. Das hat mich ca. 300 Dirham gekostet, aber ich fand es ganz toll. Aber ich werde es euch hier nicht zeigen. Jetzt gehen wir mit euch weiter. Oh, ich liebe den Raum. Ach, die Mall. Ich finde die so schön. Es fühlt sich aber irgendwie an hier, als wäre das abends. Obwohl wir noch früh morgens haben, so um die 11 Uhr irgendwie. Ach, und Hauptsache, ich verirre mich hier nicht. Hier gibt es so viele Gänge. Ehrlich gesagt, ich liebe es mir für meinen Kalender, neue Füller zu holen. Vor allem die ganz süß aussehen. Ich habe kurz bei New Yorker vorbeigeschaut. Hier gab es Rabatte, sehe ich alles rot. Und ich habe mir sogar ein Kleid geholt. Das sah echt hübsch aus. Und dann dachte ich so, komm, für den Preis kann man sich auch ein Kleidchen mal holen. Aber ich hoffe, mein Koffer ist nicht viel schwieriger geworden, weil sonst wird es kompliziert, damit zu fliegen. Ne? Ich gehe hier zufällig an einem Möbelgeschäft vorbei und habe hier so ein Sofa gesehen. Also es ist ziemlich groß. Guck mal. Mega, oder? Das ganze Sofa kostet gerade 4.950 Dirham. Ist halt komplett verstellbar auch und so. Also echt nice, ne? Ich glaube, das ist ja auch spannend für euch, einfach mal zu erfahren, wie teuer es ist, ja in Dubai zu leben. Und so kann halt ein Möbelgeschäft aussehen. Dieser Möbelladen befindet sich in Ibn Battuta Mall. Fernsehtisch kostet 1250 Dirham. Das stylische Bett hier, übrigens nice, oder? Kostet 1850 Dirham. Übrigens, wenn ihr in so Sommerzeit kommt, also Low Season, gibt es hier überall Rabatt.
Also das ist doch was Cooles. Rabatt einfach überall, egal was ihr macht, bei Aktivitäten, Shoppen, also Arzt und so, alles reduziert. Solche Tische mag ich gerne. Wie viel kostet der? Dieser riesengroße Tisch, 240 cm, kostet 4.950 Dirham und ihr seht ja auch reduziert, ne? Schreibt mal in den Kommentaren, was denkt ihr, wie viel Geld braucht man in Dubai für einen Monat Leben? Also nicht als Tourist kommen, sondern zum Leben. Als Tourist geben wir natürlich immer viel mehr Geld aus, also ist klar, wir haben dann Aktivitäten, Cafés, Restaurants und so, aber wenn man zum Leben braucht, was denkt ihr? Schreibt mal in die Kommentare rein. Und zum Schluss sage ich euch meine Berechnung. Es ist Zeit für ein Abendessen. Wie sieht denn das Abendessen hier aus? Natürlich traditioneller Gyros. Guck mal. Hier gibt es noch eine Pommes dazu. Ein bisschen Salat. Und ich habe noch einen extra griechischen Salat dazu bestellt. Hier noch ein bisschen so Fladenbrot. Frisches, warmes noch. Draußen ist schon 19 Uhr. Also das perfekte Abendessen kann starten. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass in Dubai das Abendessen bei allen, ehrlich gesagt, viel später stattfindet. Nämlich viele Restaurants arbeiten hier auch bis 2 Uhr nachts, 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts. Und deshalb gehen die meisten Leute nach der Arbeit essen, also Abendessen. Und zwar so gegen 10 Uhr abends. Die Cafés, Läden, Supermärkte sind um 10 Uhr abends überfüllt. Müsst ihr mal sehen. Also um 10 Uhr abends fängt hier erst das Leben an. Na dann, guten Appetit. Also das ganze Essen ist aufgegessen. Alles ist leer. Und das wird ca. 18, 19 Euro kosten. Also wie ihr seht, die Preise können echt unterschiedlich sein. Vom Frühstück bis jetzt Abendessen für 18, 19 Euro. Also ist doch mega, oder? Deshalb, wenn ihr in Dubai seid, könnt ihr euch auch die Cafés und Restaurants aussuchen. Es hängt immer von der Location ab. Dieses Café befindet sich in Al Futshan. Es ist jetzt kein touristischer Ort und deshalb auch die Preise so. Ich möchte mit euch in einen eher teuren Supermarkt gerade reingehen, aber einfach, weil ich gerade hier in der Nähe bin. Und zwar heißt der Spines. Es sieht ja alles ziemlich schön aus, aber die Preise sind echt krass. Also, fangen wir mal an. So leckere, oh, guck mal, die sind sogar bedruckt, oder was ist da? Keine Aufschrift oben drauf, krass. Also Kilogramm kostet erstmal 50 Baht. Kakis aus Neuseeland 55 Baht pro Kilogramm und eins kostet 14 Dirham. Lasst mal Mango vergleichen. Mango, könnt ihr euch noch erinnern an den Mango in Thailand? Hier kostet der 45 Dirham. Na, wie findet ihr die Preise? Das sind hier Angebot. Packung Tomaten 19,50. Crazy. Lass mal alles schnell durchlaufen, damit ihr einen Einblick bekommt, wie teuer das hier ist. Also, Paprika 20 Dirham. Also ich werde mir ein paar Snacks holen und dann auch nach Hause laufen. Einkaufen werde ich heute groß nicht. Also Gurke kostet jetzt pro Kilogramm 5,95. Ananas 30 Dirham. Solche Äpfel aus Neuseeland kosten auch 19,50. Oh la la, Kirschen. Wer mag von euch Kirschen? 19,50 für Packung 500 Gramm. Und Erdbeeren für die Packung 400 Gramm 32 Dirham. Also ehrlich gesagt, ich habe die Erdbeeren probiert. Schmeckt nicht. Also ehrlich gesagt, die haben gar keinen Geschmack. Das Coole ist, was es hier aber gibt.
sind nämlich die geschnittenen Früchte. Aber ich finde, die sind auch zu teuer. Einfach. Nämlich so eine geschnittene Melone, die man gut mitnehmen könnte, kostet einfach 19,75. Und das finde ich echt schon teuer. Wohin sollen wir weiter? Wasser. 100 Milliliter 8,75. Hier sind ein paar Flaschen auf jeden Fall. Ne? Evian kostet hier einfach für 500 Milliliter 7 Dirham. Wer kennt von euch die Alpro-Milch? Hier kostet sie Almond ohne Zucker 16,50 Dirham. Und dieser Oat Milk, also dieser Oat-Drink, den kennt ihr auch bestimmt, gibt es auch in Deutschland, der kostet 18 Dirham. Ich zeige euch extra Lebensmittel, die es auch bei uns in Deutschland gibt, damit man das besser vergleichen kann. Also, der Bio-Kefir kostet 27 Dirham. Aktivia griechischer Trinkjoghurt 3,50. Joghurt, mein Lieblingsjoghurt, einfach der Blueberry. Dieser hier, ich liebe den von Alpro, einfach 26 Dirham, 500 Gramm, ne? Toastbrot, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht günstig, 20 Dirham. So eine Packung, also finde ich jetzt irgendwie auch etwas zu teuer, ne? Persönlich finde ich den Laden auch überteuert, es gibt zum Beispiel den Laden Carrefour, da ist alles viel günstiger und in großen Verpackungen. Also wenn ihr in Dubai lebt, dann auf jeden Fall lieber zu Carrefour gehen. Da lohnt sich das mehr. Na gut, hier guck mal, habe ich günstiges Toastbrot gefunden für 6 Dirham. So eine große Packung. Okay, das ist schon besser. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass alles so teuer ist, aber wir sehen, nee. Es gibt auch eine günstigere Variante. Aber beim Käse habe ich ehrlich gesagt so eine günstige Variante gar nicht entdeckt. Ich laufe hier nochmal vorbei und ehrlich gesagt, ich sehe nichts Günstigeres. Ganz normaler Gouda Käse kostet 13,75. Gerne Omelette zum Frühstück oder Rührei. Also 10 Stück, 20 Dirham. Hähnchen zum Mittagessen, so ein eingefrorenes Hähnchen, 1200 Gramm, 21 Dirham. Wir schauen uns die kurz an. Barilla 18,25, das ist normale Verpackung, 500 Gramm. Wie viel kostet bei euch gerade die Barilla-Packung? Was sehe ich denn hier? Wer trinkt gerne Cola? Packung kostet 15,25, nämlich 6 Stück. Klopapier natürlich, wer kann sich noch an die Corona-Zeit erinnern, als das Klopapier einfach ausverkauft war bei Edeka Rewe. Ach krass. Also, so eine Packung, 9 plus 3 heißt das, 12 Rollen, 32,50. Es gibt natürlich andere Firmen, so eine teure, die ist 50 Dirham. Und das sind die Küchenrollen, 2 Stück für 15 Dirham. Für die Spülmaschine braucht man natürlich Finish. Ich mag den Ultimate All-in-One, also 28 Dirham. Das sind, wie viele sind das? Nur 14. Oh mein Gott, das sind nur 4 Kapseln, ne? Ich habe was gesehen, was ich echt vermisse. Nesquik Kakao habe ich schon 100 Jahre nicht mehr getrunken. 10,50 für die Packung. Das sind 200 Gramm. Ich verwende ehrlich gesagt ungern Backmischung, aber manchmal, wenn man schnell haben möchte, ne, geht auch. So ein Kuchen, irgendwie Food Cake Mix, kostet jetzt 25 Dirham. Ja, ich habe es nie probiert, deshalb kann ich gar nicht sagen, ob es schmeckt oder nicht. Pancake-Mischung direkt. Man muss nur noch Milch dazu geben. Die kostet 15 Dirham. Das große Volvic Wasser, 6 Stück, 40 Dirham. Ich werde natürlich euch jetzt nicht alle Artikel zeigen, aber so einfach, damit ihr einen Einblick bekommt, wie teuer dieser Supermarkt hier ist. Die Cornflakes klassischen Kellogg's, 20 Dirham für eine Packung. Das sind 375 Gramm, ne? Kommen wir rüber zu den Süßigkeiten. Nutella Biscuits, 25 Dirham. Die sind so lecker, mega. Kinderschokolade, 59. Schaut mal, so ein Blumenstrauß, schöner, 160 Dirham. Und lass mal alles zusammenzählen. Wir fangen an mit einer Wohnung, und zwar
One Bedroom, das heißt ein Schlafzimmer und dann ist Küche mit Wohnzimmer dann zusammen wahrscheinlich. Circa $1.500 oder $1.600. Hängt davon ab, in welchem Viertel ihr die Wohnung haben möchtet, wie alt das Gebäude ist und welche Vorteile das Gebäude noch hat. Meistens, wenn ihr eine Wohnung in Dubai mietet, ist in einem Gebäude direkt ein Fitnessstudio, eine Coworking-Zone und da gibt es manchmal Kinderzimmer, Swimmingpools, Saunas. Also müsst ihr gucken, hängt von jedem Gebäude ab, ist immer unterschiedlich. Nebenkosten einer Wohnung ca. $200, auch abhängig von der Saison. Zum Beispiel im Sommer kann es etwas mehr werden, weil dann funktioniert die Klimaanlage auf 100%. Im Sommer ist es sehr warm in Dubai und da braucht man Abkühlung zu Hause. Wenn ihr ein Auto mieten wollt in Dubai, kostet das circa, also bei einem Toyota Corolla kostet das circa $500. Bei einer Mercedes C-Klasse wären das dann auch locker $700 pro Monat. Aber ich denke, die Preise sind trotzdem angenehm. Also für einen Monat ist es ganz okay. Natürlich braucht ihr in der Wohnung auch WLAN. Dieser kostet ca. $60–70 und ist dann auch ein Jahresvertrag. Das heißt, ihr könnt ihn einfach nicht so mal abbrechen. Mobiles Internet ist etwas günstiger. Da könnt ihr schon ein gutes Paket mobiles Internet mit SIM-Karte für $30 bekommen. Essen, Kaffee trinken. Mega leckerer Iced Latte, mein Lieblings. Also Kaffee kostet zum Beispiel jetzt in Dubai ca. $4. Natürlich, es hängt davon ab, ob ihr jetzt in einer Touristenlocation seid, vielleicht Dubai Marina, da gibt es natürlich, es gibt Cafés, mega Luxusklasse, also die sind dann auch $15 kann man der Kaffee gehen. Aber wir sprechen mit euch über die normalen Mittelklasse Cafés und Kaffeeshops. Da sind es dann tatsächlich $4–5. Insgesamt würde ich sagen, für 2 Personen braucht man in Dubai ca. $1.000 pro Monat für Essen. Das heißt für Supermarkteinkauf und um ab und zu mal in ein Café zu gehen, einen Kaffee zu holen, vielleicht im Restaurant zu essen. Also $1.000, da kommt man auf jeden Fall hin. Ich würde sogar sagen, für einen Restaurantbesuch, ich würde mal sagen, für einen Kaffeebesuch, ca. $30–40 für 2 Personen. Da sind halt 2 Mahlzeiten und 2 Getränke. Wie viel kosten Freizeitaktivitäten? Das ist ziemlich unterschiedlich. Hängt davon ab, was ihr gerne mögt. Also wenn ihr mit Familie natürlich in einen Freizeitpark geht, also Wasserpark, Atlantis, wären das mal locker $300 für 3 Personen. Also schon alleine die Tickets kosten für einen Freizeitpark ca. $85. Und wenn man sich dann noch ein paar Snacks holt, Getränke, dann kommt man locker bei 3 Personen auf $300. Ich würde sagen, für Familie, vor allem mit Kind, braucht man schon locker pro Monat $600 bis $1.000 für Freizeitaktivitäten, wenn man halt irgendwo rausgeht, Shoppingcenter und so. Also wenn man alleine jetzt meine Berechnung benutzt, dann kommt man schon locker auf $4.000 pro Monat hin. Klar, plus, minus, aber 4.000 braucht man für 2 Personen. Bei 3 Personen kann man locker direkt 5.000 sagen. Wie gesagt, mit Kind, ich habe noch nicht mal Schule oder Kindergarten dazu gerechnet. Ne? Also mit Kind direkt dann 5.000, 6.000. Hängt auch davon ab, ob ihr vielleicht eine Putzfrau braucht oder ob jemand für euch zu Hause kochen soll oder ob das Kind dann tatsächlich in den Kindergarten geht oder ob ihr eine Nanny braucht. Also das alles ist in Dubai möglich, erhältlich, auch ziemlich schnell zu finden. Aber ja, kostet Geld. Bei Familie mit Kind würde ich sagen 6.000, damit man wie gesagt auch sich einige Freizeitaktivitäten erlauben kann und manchmal auch eine Nanny.
An dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Schreibt mir eure Fragen in die Kommentare. Ich werde versuchen, die demnächst zu beantworten. Oder kommt einfach in meinen Livestream rein. Da könnt ihr auch gerne über die Preise quatschen. Vielen Dank fürs Anschauen. Nicht vergessen, liken, kommentieren und gerne auch mir folgen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.